Westlich der alten Stadtmauern von Köln liegt ein Ort, der schon immer mit dem Tod verbunden war. Der Melatenfriedhof. Er ist ein Ort der Ruhe. Jahrhundertealte Bäume stehen über viel genutzten Wegen. Grabmäler erzählen von Bürgern, Künstlern und Politikern, die hier ihre letzte Ruhe fanden. Doch lange bevor der Friedhof angelegt wurde, hatte der Ort eine andere Bedeutung. An ihn brachte man all das, was innerhalb der Stadtmauern keinen Platz haben durfte. Denn in den engen Straßen der Städte musste Ordnung herrschen. Man entledigte sich dessen, was man nicht in seiner Nachbarschaft haben wollte. Vor die Stadttore brachte man Schmutz und Abfall, Straftäter und die eigenen Ängste. Auch die Angst, sich am Siechtum der Kranken zu infizieren. Melaten war über Jahrhunderte kein Ort der Erinnerung. Es war ein Ort der Ausgrenzung. Ein Ort, an den man kam, um vergessen zu werden. Willkommen bei Stein und Schatten. Ich bin Alex und ich erzähle dir fast vergessene Geschichten, die zwischen alten Gemäuern und der Stille unserer Vorfahren weiterleben. Abonniere meinen Kanal, um keine meiner Reisen zu verpassen. Mittelalterliche Städte waren streng organisiert. Die Mauern schützten nicht nur vor Feinden, sie trennten das Leben innerhalb der Stadt ebenso von allem, was als gefährlich oder unrein galt. Vor den westlich gelegenen Toren von Köln befand sich deshalb ein Gelände, das mehrere Funktionen zugleich erfüllte. Hier lag die Richtstätte der Stadt, der Richtplatz Rabenstein. Wenn ein Gericht ein Todesurteil verhängte, wurde es nicht innerhalb der Mauern vollstreckt. Die Hinrichtung fand draußen statt, sichtbar für Reisende, Händler und jeden, der den Weg nach Köln nahm. Galgen standen hier ebenso wie Scheiterhaufen. Sie waren nicht nur Warnungen, sondern auch sichtbare Zeichen der städtischen Gerichtbarkeit. Unter den Hingerichteten befanden sich neben Verbrechern verschiedenster Art im Verlauf der Jahrhunderte auch Frauen, denen schwarze Magie oder Hexerei vorgeworfen wurde. Wie viele Menschen hier hingerichtet wurden, lässt sich heute nicht einmal mehr schätzen. Die Stadt wollte die Strafen sichtbar machen. Sie wollte jedoch nicht, dass sie Teil des täglichen Lebens innerhalb der Mauern wurden. In kleineren Städten war es üblich, Hinrichtungen auf gut zugänglichen Schauplätzen durchzuführen. Bei einer großen Stadt wie Köln hätte dies schnell Überhand genommen. Es gab also viele Gründe, weshalb die Richtstätte vor den Toren der Stadt lag. Ein Richtplatz war bei weitem kein einsamer Ort. Insbesondere dann nicht, wenn großen Persönlichkeiten oder besonders gefürchteten Meuchlern die letzte Stunde schlug. Hinrichtungen zogen Menschen an. Gerichtsdiener, Scharfrichter, Zuschauer, Reisende und Boten versammelten sich hier, wenn ein Urteil vollstreckt wurde. Wo Menschen zusammenkommen, lässt sich bares Geld verdienen. In unmittelbarer Nähe des Richtplatzes befand sich das Leprosenhaus von Melaten. Zu dieser Anlage gehörten neben einer Kapelle und Wirtschaftsgebäuden auch ein Wirtshaus und weitere Versorgungsräume. Reisende, Bedienstete und Besucher konnten dort einkehren, essen und trinken. Wer von weit her kam, konnte dort eine Rast einlegen. Wer eine Hinrichtung gesehen hatte, blieb oft noch eine Weile. Ganz gleich, ob gemeiner Bürger oder Henker. Der Tod gehörte für die Menschen jener Zeit zum öffentlichen Leben. Man sah ihn, man sprach darüber. Die einen versuchten mit einem Krug Wein das Gesehene aus dem Gedächtnis zu verdrängen, andere lachten schadenfroh. Das Leprosenhaus von Melaten wurde bereits im 12. Jahrhundert gegründet. Es war, wie der Name nahelegt, eine Station für Menschen, die an Lepra erkrankt waren. Die
Krankheit war gefürchtet. Sie verlief oft über viele Jahre und wurde nicht selten erst durch den Tod beendet. Wer das fragwürdige Glück hatte, zu überleben, trug sichtbare Spuren davon und blieb ein Ausgestoßener. Tiefe Narben, verformte Glieder und entstellte Gesichter machten die Krankheit unübersehbar. Den Menschen war nicht klar, wie sich Lepra übertrug. Viele Menschen jener Zeit waren überzeugt, dass sie mehr war als eine Krankheit. Sie galt ihnen als Zeichen göttlicher Strafe oder als Prüfung, die Gott über einzelne Menschen verhängt hatte. Für die Betroffenen bedeutete das nicht nur Krankheit, sondern auch den Verlust ihres Platzes in der Gemeinschaft. Wer Symptome zeigte, wurde untersucht. Bestätigte sich der Verdacht, durfte die Betroffene nicht mehr innerhalb der Stadtmauern leben. Stattdessen wurde sie nach draußen gebracht. So entstand das Leprosenhaus von Meladen. Der Name Meladen geht wahrscheinlich auf das französische Wort malade zurück, das schlicht krank bedeutet. Der Ort erhielt damit einen Namen, der seine Funktion bereits erklärte. Das Leprosenhaus war dabei keine einfache Hütte. Es handelte sich um eine eigene kleine Siedlung mit Kapelle, Wirtschaftsgebäuden und Unterkünften für die Bewohner. Die Kranken waren nicht vollständig von der Welt abgeschnitten. Sie konnten arbeiten, beten und innerhalb ihres Bereichs ein relativ bürgerliches Leben führen. Doch zur Stadt Köln gehörten sie nicht mehr. In seltenen Ausnahmefällen durften Aussätzige die Stadt betreten, aber sie mussten auf ihre Anwesenheit aufmerksam machen, damit die Bürger Abstand nehmen und ihre Türen verschließen konnten. Mit Glocken oder hölzernen Klappern machten sie Lärm, damit man sie schon von weitem hörte. Der Richtplatz Rabenstein lag unmittelbar gegenüber dem Leprosenhaus von Meladen. Dazwischen verlief lediglich die Aachener Straße. Strafe, Krankheit und Alltag begegneten sich hier auf engstem Raum. Dieses System funktionierte über Jahrhunderte. Die Stadt hielt Distanz zu den Kranken. Die Kranken lebten in ihrer eigenen Gemeinschaft. Doch jede Ordnung besitzt Schwachstellen. Im frühen 18. Jahrhundert wurde bekannt, dass Kriminelle diese ausnutzten. Eine Gruppe von Räubern begann, sich als Aussätzige auszugeben. Sie nutzten ein Dokument, das in dieser Zeit große Wirkung hatte, den sogenannten Siechenbrief. Diese Räuber wurden später als die große Siechenbande bekannt. Ihr Plan war so einfach wie wirkungsvoll. Wer offiziell als Aussätziger galt, wurde von gesunden Bürgern gemieden. Niemand wollte zu nahe kommen, niemand stellte viele Fragen. Zu groß war die Sorge, sich zu infizieren und selbst ausgestoßen zu werden. Wurde eine Krankheit festgestellt, erhielt der Betroffene einen sogenannten Siechenbrief. Mit diesem Dokument konnte er sich ausweisen, ohne allzu genau überprüft zu werden. Die Ordnungshüter der Städte warfen meist nur einen flüchtigen Blick darauf. Immer mit gebührendem Abstand. Niemand fasste Erkrankte ohne zwingenden Grund an. Die Menschen wichen Aussätzigen aus, sie stellten keine Fragen und hielten Abstand. Die Bande nutzte genau dieses System. Ihre Mitglieder ließen sich solche Bescheinigungen ausstellen oder beschafften sie auf anderen Wegen. Wo Macht ist, findet sich auch Bestechlichkeit. Mit diesen Siechenbriefen konnten sich die Kriminellen als Leprakranke ausgeben. Sie erhielten Almosen, fanden Unterkunft und bewegten sich durch die Städte und Dörfer, ohne Verdacht zu erregen. Einige Mitglieder der Bande hielten sich zeitweise sogar in verschiedenen Leprosien des Landes auf. Die Siechenbande bewegte sich durch Städte wie Köln, Aachen und Düsseldorf. Sie sammelte Informationen, verkaufte sie weiter, beging Diebstähle und Überfälle und verschwand anschließend wieder. Schließlich wurde die Gruppe enttarnt. Untersuchungen deckten auf, dass zahlreiche angebliche Aussätzige in Wirklichkeit gesund waren. Die Bande wurde zerschlagen. Ein Prozess in Düsseldorf führte zur Verurteilung mehrerer Beteiligter. Die festgestellte Schuld war so groß, dass die Bandenmitglieder im Jahr 1712 hingerichtet wurden. Doch der Schaden war bereits entstanden.
Das Vertrauen in das System der Leprosenhäuser war erschüttert. In den folgenden Jahrzehnten verlor das Leprosenhaus von Melaten seine ursprüngliche Funktion. Die medizinischen Erkenntnisse über Lepra veränderten sich. Gleichzeitig nahm die Zahl der Bewohner der Einrichtung immer weiter ab. Schließlich schloss sie im Jahr 1767 endgültig ihre Pforten. Das Gelände blieb jedoch weiterhin ein Ort, der mit dem Tod verbunden war. Im Jahr 1810 entschied die Stadt Köln, hier einen Friedhof anzulegen. So entstand der Melatenfriedhof, wie man ihn noch heute kennt. Die Grabmäler dieses Friedhofs erzählen ihre eigenen Geschichten. Statuen von Engeln, Figuren mit Sensen und sinnbildliche Darstellungen des Todes prägen das Bild vieler Grabstätten. Nur entfernt erinnern sie noch an die Richtstätte, an die Opfer des Leprosenhauses und daran, dass dieser Ort auch auf andere Art seit Jahrhunderten mit Tod und Vergänglichkeit verbunden ist. Diese Statuetten gehören zu einer neuen Kultur des Erinnerns, die im 19. Jahrhundert entstand. Melaten hat im Laufe der Jahrhunderte mehrere Rollen gespielt. Es war eine Richtstätte, es war eine Station für Aussätzige, es war ein Schauplatz eines ungewöhnlichen Kriminalfalls. Heute ist es ein Friedhof. Wer durch die Wege geht, sieht Grabmäler und alte Bäume. Man denkt dabei nicht sofort daran, dass dieser Ort einst für Menschen bestimmt war, die außerhalb der Stadt leben mussten. Menschen, die krank waren. Menschen, die verurteilt wurden und Menschen, die eine Krankheit nur vorgaben, um die Angst der anderen auszunutzen. Melaten ist heute still und ein begehrter Ort für Menschen, die sich abseits der tosenden Stadt bewegen wollen. Doch der Boden dieses Friedhofs trägt die Spuren einer Geschichte, in der sich Krankheit, Strafe und Ausgrenzung über Jahrhunderte begegneten. Wenn du bis hierher zugeschaut hast, lass gerne ein Abo da und vielleicht sind auch noch weitere Videos auf Stein und Schatten interessant für dich.